in einem meiner vorherigen Videos oder um mal genauer zu sein, in dem Video, wo ich den roten Schlitzahorn in Form schneide, hatte ich euch auch noch spontan meine Abmosungsversuche an Fächerahorn gezeigt. Ja, jedenfalls ist jetzt eine Abmosung soweit erfolgreich, dass halt der Stamm unterhalb der Abmosung auch von der Hauptpflanze abgetrennt werden kann. Ja, und bevor ich das mache, zeige ich euch noch, wie ich das Ganze gestartet hatte. Ja, und ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen genauer überlegt. Mit der Abmosung hatte ich so in etwa Mitte April angefangen. Also ich muss mich jetzt doch noch mal zu Wort melden. Ich hatte jetzt eigentlich vorgehabt, den hier mit meiner Kettensäge einfach mal abzusägen. Ja, und in etwa vor 3 Monaten habe ich meinen ersten Abmosungsversuch gestartet. Das habe ich aber jetzt wirklich nur so für mich gemacht, weil ich jetzt auch noch nicht wusste, ob das überhaupt was wird. Und ich habe da jetzt allen Ernstes einfach Plattenmoos für verwendet. Und siehe da, ich hoffe, ihr könnt es sehen, da entstehen Wurzeln. Ich werde das jetzt hier natürlich gleich wieder ordentlich einpacken. Und dann hatte ich das an dem hier auch mal ausprobiert. Da entstehen auch Wurzeln. Ich habe jetzt erst gedacht, das wäre irgendwie Schimmel, aber den werde ich jetzt gleich wieder neu einpacken. Das zeige ich euch auch dann. Boah, ich bin so außer Atem gerade vor Freude. Da oben haben wir auch noch einen. Mal gucken, ob der gleich auch was geworden sein sollte. Aber ich denke, nächstes Frühjahr kann ich das hier vielleicht abtrennen. Dann wird er halt jetzt ein bisschen anders geschnitten werden, die beiden. Oder vielmehr die beiden werden anders geschnitten werden. Und dieses Einpacken von dem hier zeige ich euch. Ich werde auch wieder einfach dieses Plattenmoos dafür gleich verwenden. Normalerweise nimmt man ja eigentlich dieses Sphagnummoos, heißt das, glaube ich. Also das ist jetzt hier wirklich stinknormales Plattenmoos. Ich habe sich das jetzt richtig mit Wasser vollsaugen lassen. Und das wickel ich jetzt hier mal wieder drumherum. Es ist so cool. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich jetzt freue. So. Ja, und wie gesagt, normalerweise nimmt man dafür dieses Sphagnummoos oder Sphagnummoos. Ich spreche das hier wahrscheinlich sowieso gerade falsch aus. Aber ist egal, auch mit Plattenmoos geht das zufälligerweise. So, kommt hier eine Mülltüte drumherum. Das wird gleich richtig luftdicht mit Draht befestigt werden, beziehungsweise drumherum gewickelt, befestigt werden, whatever. Ja, im Zweifel einfach mal zu zweit machen. Das hätte ich echt nicht erwartet. Wichtig ist, dass das Moos auch triefend nass ist. So. Und das wird jetzt mit Bindedraht schön an dem Stamm dran gemacht. Ja, und ich denke, im Frühjahr kann ich das dann vielleicht abschneiden und daraus wird dann ein neuer Ahornbaum oder vielleicht ein Bonsai. Ich muss mal gucken. Was ich jetzt vor lauter Eifer völlig habe vergessen zu erwähnen, ich hatte auch die Rinde vorsichtig abgeschält. So in etwa, ja, ich sag mal, 2 cm hatte ich halt hier diesen ersten Teil der Rinde halt weggenommen, in der Länge 2 cm und dann komplett drumherum. Sozusagen wurde das Ganze geschält. Ich werde dann auch berichten, wenn das was geworden sein sollte, aber ich denke mal frühestens nächstes Jahr im Frühjahr. Insgesamt hatte ich 3 Abmosungsversuche gestartet. Ja, und der hier war bereits erfolgreich. Ich packe das Ganze jetzt mal eben aus. Ich hatte mir das auch schon mal vor ein paar Tagen noch mal angesehen. Und da sind definitiv schon mal ordentlich Wurzeln vorhanden. Die anderen beiden Versuche, die brauchen aber leider noch ein bisschen Zeit. Da kann ich jetzt leider noch nichts auspacken. Ich werde dann mal warten, ja, bis die ersten Nachtfröste drohen. Dann überprüfe ich das nochmal. Ah, das sieht schon mal richtig gut aus. So, ich mache es mir jetzt einfacher. Ich nehme eine elektrische Gartenschere. Ich frage mich nur gerade, warum sie jetzt nicht angeht. Ah, jetzt, okay. Habe ich jetzt auf Stufe 4 und schneide ich halt hier unterhalb der Abmosung. Mal eben schauen, wo ist sie? Okay, da. Zack. Ja, und jetzt geht es ab in meine Werkstatt. Dann könnt ihr das alles noch mal ein bisschen genauer sehen.
Hätte ich jetzt schon fast vergessen zu sagen, hier auf die Schnittstelle packe ich jetzt auch noch Wundpaste drauf, weil sicher ist sicher und dann kann das Ganze hier nicht so, ich sag mal, extrem eintrocknen. Ein weiterer Vorteil von Wundpaste ist auch letzten Endes, hier in die offene Stelle können letzten Endes auch keine Keime eindringen. Ja, und die Wundpaste, die ich immer verwende, die ist wie so eine Art Knete. Ich lege die jetzt hier drauf und mache die hier überlappend auch über die Ränder hinweg. Ich achte auch darauf, dass hier wirklich alles komplett mit Wundpaste gleich bedeckt ist. Und wie gesagt, dann kann das halt nicht eintrocknen und es können in die Pflanze nicht so schnell, ich sag mal, irgendwelche Erreger eindringen, ne? Oder Keime, whatever. Ja, ich habe jetzt doch noch ein bisschen mehr Wundpaste benötigt und dann geht es jetzt auch gleich ab in meine Werkstatt. Dann zeige ich euch den weiteren Verlauf der Abmosung. Also so lang kann ich jetzt meinen Fächerahorn natürlich nicht lassen, weil die Wurzelmasse würde letzten Endes nicht ausreichen, um dieses ganze Blattwerk hier versorgen zu können. Ich hoffe, ich hatte das jetzt so einigermaßen im Bild. Hier haben wir so eine richtig unschöne Stelle. Von daher werde ich das in etwa an dieser Stelle hier mal einkürzen. Ich nehme jetzt einfach wieder die elektrische Gartenschere. So. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal ein Fan von einer elektrischen Gartenschere werde. Wisst ihr was, ich mache einen Tacken kürzer. Das soll ja ein Bonsai werden und nicht zu hoch. Beziehungsweise hier kann irgendwann mal ein Hauptast ein neuer entstehen. Ja, ich mache mal hier so. Zack. Das hier, ja gut, wird jetzt nachher entsorgt werden. Hier eben die Schere wieder ausmachen. Das dauert hier ein Momentchen. So, ist sie aus? Ja, sie ist aus. Also, dass ich mal elektrische Scheren gut finde. So, ich habe jetzt hier einen Tontopf. Am optimalsten wäre jetzt sogar ein Teichpflanzenkorb. Ein Korb für Teichpflanzen. Das Moos, was jetzt hier von alleine abgeht, mache ich jetzt hier mal schon mal weg. Und das war jetzt wirklich ganz normales Plattenmoos. Ich fummel aber wirklich nur das ab, was ich eh abmachen kann. Den Rest lasse ich jetzt hier natürlich dran. Das kann dann mit der Zeit von alleine einfach mal verrotten. Ich gucke noch mal. Ne, das ist okay soweit. So, Tontopf am Start. Und das hier ist jetzt eine ganz lustige Substratmischung. Lass mich mal überlegen. Ein Teil Kokoserde, ein Teil Blähton und ein Teil Bonsai-Erde extra für Ahornbäume. Und last but not least ist ja auch noch ein bisschen lehmiger Boden mit drin, aber nur ein bisschen, der stammt aus meinem Garten. Und dann wollen wir das Baby jetzt hier mal eintopfen, beziehungsweise ich muss hier erstmal was auffüllen. Einen Stein habe ich jetzt in den Tontopf schon hineingelegt, damit das Substrat nicht ausgeschwemmt werden kann. Mal eben schauen. Ja, ich brauche noch ein bisschen was. Ich mache es mal hier ein bisschen schneller. Ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, ob ich nicht auf diese Schnittstelle auch noch mal sicherheitshalber Wundpaste auftragen werde. Ich glaube, ich mache das jetzt auch mal lieber. Sicher ist sicher. Ja, und um mal ehrlich zu sein an dieser Stelle, das ist jetzt auch mein allererster persönlicher Abmosungsversuch. So, Finger habe ich jetzt gerade schon mal ein bisschen nass gemacht. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Die Packung hier ist eh bald leer, ne? Da hatte ich jetzt ein bisschen Wasser schon mal vorab eingefüllt. Ja, müsste so gehen. Ob das jetzt die richtige Entscheidung ist mit der Wundpaste, kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Aber ich denke mal, die Pflanze hat dann vielleicht auch ein bisschen weniger Stress. Weil die muss ja dann hier anfangen, das hier auch zu retten, vor dem Austrocknen zu retten. Ich denke, im Laufe der Zeit wird die Wundpaste dann auch einfach, ja, wahrscheinlich irgendwie verrotten, abfallen, was auch immer. Ich muss das hier mal eben etwas überlappender machen. Schaden tut sie jedenfalls nicht, die Wundpaste. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, und auf diese Art und Weise könnt ihr übrigens ja, einige Pflanzen vermehren. Zum Beispiel die Mammutbäume, ja klar, Fächerahorne. Ach, da gibt es so einige Kandidaten. Was ganz, ganz schwer sein soll, aber auch machbar. Kiefern zum Beispiel habe ich mal irgendwo gelesen. So, dann topfen wir jetzt hier auch mal direkt ein. Die Wurzeln sollen jetzt nicht austrocknen. Ich habe ja auch jetzt mit Absicht so eine komische Substratmischung mal gewählt, einfach um selber Erfahrungen sammeln zu können. Und das Substrat hat jetzt letzten Endes auch den Vorteil, das Ganze ist, ich sag mal, schön, ja, fluschig, plüschig, fluffig, so jetzt habe ich es. Dann kann da auch immer ordentlich Sauerstoff auch an die Wurzeln geraten und so weiter. Und das speichert aber auch gut Feuchtigkeit. Allerdings soll der Ahorn jetzt natürlich nicht triefend nass in seinem Substrat stehen. Das mag der nämlich auch überhaupt nicht. Also halt keine Staunässe.
Ja, und dann bleibt es halt abzuwarten, wie der sich überhaupt entwickeln wird. Ich denke, ich werde den sicherheitshalber dann auch in meiner Werkstatt überwintern. Sicher ist sicher. Ja, und wie es dann mit dem weitergeht, das sehen wir dann leider erst nächstes Frühjahr. Hier kommt auch noch gleich Wundpaste drauf. Aber ich lasse den dann erstmal mit der Zeit halt wachsen. Also das ist jetzt hier wirklich ein Projekt, wir reden hier von Jahren. Das hast du nicht mal innerhalb von einer Saison, sage ich jetzt mal, fertig. Das wäre ja toll, ne? Zack, mal eben. Ich fülle das Substrat jetzt auch nicht bündig bis hier oben hin auf an den Topf, weil dann würde ich mir das immer ausschwemmen, wenn ich die Pflanze halt wässere. Das werde ich jetzt sowieso schon mal sofort machen. Dann kommt hier noch Wundpaste drauf, weil die Wurzeln dürfen jetzt auf keinen Fall austrocknen. Das wäre jetzt der Worst Case. Gedüngt wird er dieses Jahr natürlich nicht mehr. Das erst nächstes Jahr. Ja, und dann halt mal gucken. Gewässert werden meine Ahornbäume immer vorzugsweise mit Regenwasser. Es sei denn, meine Regentonnen sind leider leer. Dann bekommen sie natürlich auch mal Kranberger. Und dann wollen wir dich jetzt mal hier schon mal ein bisschen weiter angießen. Ja, und zum Thema Schädlinge. Im Frühjahr gehen da gerne auch mal Blattläuse an die Pflanzen. Kann man aber auch mit natürlichen Hausmitteln bekämpfen, wenn es nötig sein sollte. Bei den großen Ahornen im Garten, da unternehme ich jetzt überhaupt nichts. Aber bei den Bonsai arbeite ich gelegentlich mal mit so Hausmitteln. Zum Beispiel eine Mischung aus grünem Tee und, wie war das nochmal, grüner Tee und Wasser. Das klappt super. Schildläuse hatte ich jetzt an meinen Ahorn noch nicht. Also in den meisten Fällen waren es immer nur diese ganz normalen, ich sag mal, Blattläuse. Gibt es ja in schwarz, grün, ich wollte gerade schon blau sagen. Halt darauf dann achten, aber wie bereits erwähnt, ne, die Ahorne im Garten, also da mache ich gar nichts. Das ist jetzt wieder Wundpaste. Muss man halt einfach mal, ja, ich sag mal, im Frühjahr ein Auge drauf haben. Bei den Bonsai, wenn es so kleine sind, kann man die Blattläuse auch per Hand einfach mal abfummeln. Ich persönlich bin jetzt auch nicht so ein Fan von Pestiziden im Garten, weil ich habe Hunde, aber auch wegen den anderen Insekten. Jetzt nicht nur wegen den Hunden, ja natürlich auch wegen der Hunde, aber ja, auf das Thema gehe ich jetzt gar nicht näher ein, da soll jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, mehr fällt mir jetzt eigentlich hier zu dem Thema auch gar nicht mehr ein. Der kommt jetzt in den Halbschatten. Ich bin echt mal gespannt, wie der sich entwickeln wird. Da war jetzt noch ein bisschen Wasser drin. Ist eh fast leer. Ja, müssen wir leider bis nächstes Jahr früher abwarten. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was wir heute für ein Datum haben. Irgendwie Mitte August, 24. Kann ich euch noch was erzählen? Nö, mehr fällt mir jetzt zu dem Thema nicht mehr ein. Wenn ihr mal Fragen haben solltet, ja, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ich denke, ich werde mich jetzt auch einfach mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Hatte ich ja schon gesagt, der kommt jetzt in den Halbschatten. Wird jetzt an heißen Tagen auch regelmäßig gewässert werden. Nö, und noch mehr weiß ich jetzt wirklich nicht. Von daher bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!